Каждую весну, переезжая на дачу, я вставал в курс событий нашей улицы за зиму. Это странная улица, у нее нет начала, ни конца. Она вдруг раздается вшире стропте в болоте, затем тянется оправданно и солидно в домах, садах и соседях, и вдруг обрывается светлым, стремительно сузившимся тупичком. Es ist eine seltsame Straße. Sie hat weder Anfang noch Ende. Erst ein Pfad im Sumpf, schießt sie plötzlich in die Breite, zieht sich dann rechtschaffen und solide in die Länge, mit Häusern, Gärten und Nachbarn, um als lichte, rasch sich verengende Sackgasse plötzlich abzubrechen. Da hat er dann gesagt, da kann er nichts mehr dazu erklären, das ist eine derart gesättigte, lyrische Prosa, dass er da nicht wusste, wie er da noch einsteigen soll. Und dann, weil ich natürlich auch zuerst nicht zurechtkam mit diesem schwierigen Text, dann habe ich schließlich gesagt, lies mir das doch bitte vor. Und das hat es gebracht. Ich habe dann tatsächlich seinen sprachlichen Textfluss in irgendeiner Art und Weise übernehmen können. Und das hat mir tatsächlich geholfen. Aufgewachsen bin ich in einer Kleinstadt am Rand vom Schwarzwald, Oberkirch. Von Oberkirch aus, es liegt so an so einem Taleingang, von den Rebbergen schaut man in die Rheinebene. Und in der Rheinebene ist dann der Orientierungspunkt das Straßburger Münster. Dieser Blick nach draußen, nach drüben, war also schon eigentlich in meiner Jugend auch immer sehr wichtig. Wobei ich das als kleines Kind natürlich noch nicht mitbekommen habe, aber so irgendwie durch die Familiengespräche eine Ahnung, dass Bekannte aus Straßburg nach dem Krieg zwar rüberkommen konnten, aber wir konnten nicht dahin. Und ich kann mich erinnern, dass das so in späteren Jahren, so kurz vor dem Abitur, auch für mich das dann so ein Gefühl der Befreiung war. Ich kann nach Straßburg. Mein Vater war vermisst. Ich bin gegen Kriegsende geboren und wenige Zeit danach kam also keine Nachricht mehr von ihm. Meine Mutter, die sehr jung noch war, die musste sich dann einen Beruf verschaffen und hat von Kinderkrankenschwester auf Hebamme weitergelernt. Und ich war dann immer bei der Oma. Die Oma hat sich um mich gekümmert. Also ich habe vielleicht auch sehr viel von dieser Oma übernommen, die Pfarrerstochter war. Und zwar aus einem sehr pietistischen Pfarrershaushalt. Also die war überhaupt nicht streng, aber die Art und Weise, wie sie so Pflichtbewusstsein vorgelebt hat und Verantwortung, das war schon was Besonderes eigentlich. Naja, und ich habe als Kind dann, muss ich auch sagen, doch sehr darunter gelitten, dass wir so eine unvollständige Familie waren. Und habe auch kaum was von dem Vater erfahren. Irgendwann, da war ich schon längst in diesem Beruf, ist mir dann plötzlich aufgegangen, dass das wohl zu der Wahl des Russischen geführt hat, weil ich eigentlich von dem Vater nur wusste, wie das so im Dialekt dann gesagt wurde, der ist in Russland bliebe. Ich bin von Wien aus zum ersten Mal nach Moskau gefahren, in so einen dreiwöchigen Feriensprachkurs. Und das war auch eine Möglichkeit, die man damals nur von Wien aus machen konnte, also nicht von der Bundesrepublik aus, weil das wurde organisiert oder einem eröffnet von der österreichisch-sowjetischen Gesellschaft. Und diese entsprechenden Freundschaftsgesellschaften gab es nach dem Kommunistenverbot 56 in der Bundesrepublik nicht. Also es war ein vollkommen anderes Verhältnis zu den Ostblockländern. Okay. Und das wird mir ewig in Erinnerung bleiben, diese österreichisch-sowjetische Gesellschaft war angesiedelt in
Wien im 1. Bezirk in der Himmelpfortgasse. Und aus der Himmelpfortgasse habe ich dann sozusagen meine erste Möglichkeit bekommen, nach Moskau zu fahren. Und fand das alles unglaublich aufregend dort. Die einzige Möglichkeit, in Zusammenhang mit dem Studium in die Sowjetunion zu kommen, war damals über den Wissenschaftleraustausch. Also Studentenaustausch gab es von der Bundesrepublik noch überhaupt nicht. Und tatsächlich haben die, obwohl ich noch überhaupt keinen Grad hatte, keinen wissenschaftlichen Grad, fand dann die Deutsche Forschungsgemeinschaft das Vorhaben offenbar interessant genug, dass sie mich nach strenger Prüfung dann tatsächlich in dieses Programm aufgenommen haben. Und auf die Art und Weise bin ich im Herbst 1969 für ein Jahr nach Moskau gekommen. War dann auch wieder unter großen Schwierigkeiten. Keiner wusste, wo ich da hinkomme. Ja, also da gibt es da eine Theaterhochschule, aber mit der gibt es keinen Austausch und so weiter und so fort. Und erst als ich in Moskau dann ankam mit dem Zug und die Leute, die Kollegen, die zur MGU gingen, zur Moskauer Staatsuniversität, von jemand abgeholt wurden, aber ich nicht. Erst da habe ich dann erfahren, ich bin gelandet an der Theaterhochschule GITIS, wo die Theaterwissenschaft angesiedelt war. Ich habe gerade eben diese Schwierigkeiten in dem GITIS am Anfang, die waren auch deshalb so schwierig, weil mein Russisch sehr dürftig war. Man sagt in Bayern, es gibt nichts, wo nicht was Gutes auch dabei ist. Und das Gute dabei war, dass ich tatsächlich Russisch dann übers Gehör gelernt habe. Ich saß zwar auch in der Lenin-Bibliothek und habe nachgeforscht, weil ich wollte eine Dissertation über Wachtangow schreiben, bin aber wirklich das ganze Jahr über ins Theater gegangen. Habe dann auch bald Freunde gefunden, die mir erklären konnten, was da so zwischen den Zeilen gesagt wurde. Weil das habe ich natürlich so in meinem bruchstückhaften Russisch in der ersten Zeit noch nicht verstanden. Also das fand ich auch an dem Moskauer Theater so aufregend, dass, also wenn man gerade Taganka, Savremennik und dann noch Mali nimmt, völlig andere Traditionen, die man da in einer Theaterstadt sehen konnte. Nachdem ich dann im Lauf dieses Jahres, also so ungefähr nach der Hälfte der Zeit, konnte ich das wirklich auch dann schaffen, russische Literatur zu lesen und habe dann dort in der Metro, weil ich so am Stadtrand dann gewohnt habe, in der Metro 40 Minuten zum Zentrum habe ich Anna Karenina oder Aitmatov. Als ich dann nach diesem Jahr, nach exakt einem Jahr, zurückgefahren bin, war eigentlich klar, ich will diese Kultur vermitteln. Ich habe Informationen gesammelt, wie ist das mit dem Literaturübersetzen und kam ziemlich schnell drauf, da brauche ich noch einen Brotberuf. Anders geht es überhaupt nicht und bei Russisch schon gar nicht. Und ich habe dann noch, ich glaube, es war so gut ein Jahr weiter am Sprachen- und Dolmetscherinstitut gelernt und konnte die Staatsprüfung für Russisch machen, übersetzen und dolmetschen. Und das war dann in den nächsten fast 20 Jahren eigentlich meine Haupteinnahmequelle. Und ich habe eigentlich immer meinen Hauptberuf Literatur übersetzen bezuschussen müssen mit anderen Einnahmen. Ich habe noch aus München über hiesige Bekannte, habe ich die Verbindung gefunden zu Maja Turowskaja, die Theater- und Filmkritikerin. Mit der war ich dann auch bis zu ihrem Tod eng befreundet. Und sie hat mir natürlich immer die Hintergründe erklärt von diesen Theateraufführungen und was da angespielt wird. Wer für mich unglaublich wichtig war, der leider dann umgebrachte Kostja Bogotyrew, der Rilke übersetzt hat, der Kästner übersetzt hat, der mich dann zu Kästner geschickt hat, dem ich also seine Grüße ausrichten musste in München. In seiner Haltung zum Übersetzen
war der für mich dann wirklich auch ein großes Vorbild. Also mit der Ernsthaftigkeit, wie er das betrieben hat. Also das können sich, glaube ich, Englischübersetzer überhaupt nicht vorstellen, wie das damals in der Zeit schwierig war, in diesen Bereich reinzukommen, wenn man aus dem Russischen übersetzen wollte. Denn Gegenwartsliteratur, ja, die wurde in der DDR übersetzt. Sie können ja Dissidenten übersetzen. Das war aber nicht meine Wahl. Ich wollte die Literatur übersetzen, die mir nahe liegt, ob jetzt egal, wo sie erschienen war, sondern ich musste einen Bezug dazu haben. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre habe ich Petruschewska für mich entdeckt und habe unheimlich viel unternommen, um sie hier unterzubringen. Es war wirklich so, dass der Theaterverleger irgendwann zu mir gesagt hat, ich habe noch nie erlebt, dass ein Übersetzer so um einen Autor kämpft. Ja. Aber es kam dann doch zu einer Buchveröffentlichung später mit dem Stück Cinzano, über das ich auch, also über diese Veröffentlichung war ich also wirklich auch unheimlich glücklich. Habe also ein Stück von ihr, Drei Mädchen in Blau, habe ich beim Verlag der Autoren untergebracht, ja, was also wirklich die beste Adresse war damals. Und dann haben die nach Moskau geschrieben an die WAB wegen der Rechte und dann hieß es, ne, gibt's nicht. Und ich gesagt, ja, dann müsst ihr nochmal, ihr müsst die weich klopfen. Und hier im Westen sagt, wer sind wir denn, dass wir da hinschreiben und hinschreiben. Aber das war ja viel billiger, wenn sie das schon in der DDR gekauft hatten. Das haben sie natürlich nicht neu in Auftrag gegeben. Insofern war man wirklich auf fast verlorenem Posten, wenn man nicht Klassik übersetzt hat. Ja? Und mich hat nun wirklich einfach diese Gegenwart, die ich da in Moskau erlebt habe, vor allem interessiert. Meine Niederlage war dann, also ich habe mich dann auch oft mit Petruschewska getroffen und so, dass dann später, als die Wende kam halt, und es leichter wurde, sie zu publizieren, hat sie sich für die DDR-Übersetzerinnen entschieden, ne? Weil sie da schon die längere, also gar nicht längere, aber erfolgreichere Zusammenarbeit hatte. Und da ging dann nichts mehr. Jede Übersetzung, wenn sie wirklich literarisch ist eine Auslegung des Werks durch meine, also des Übersetzers, Sicht. Ganz eindeutig. Und trivialer Vergleich mit der Musik. Ja? Das heißt ja nicht, dass nur Jewgeni Kissin Chopin spielen darf. Es dürfen auch andere. Beim Übersetzen meint man immer noch, es müsste so das Ideal geben, ja? Die ideale Übersetzung und dann folgt keine weitere mehr. Das ist völliger Quatsch. Gutes Beispiel dafür ist die über die Jahrhunderte gewachsene Annäherung an Shakespeare. Ja, das ist ja doch inzwischen schon diese Art der Shakespeare-Aufnahme in der deutschen Literatur ist eben in seiner Vielfalt, es ist von Wieland bis Frank Günther, das ist ein Reichtum. Und wenn man das weiterdenkt, dann landet man nämlich auch irgendwann mal bei diesem Gedanken, dass wir es doch eigentlich mit diesen Übersetzungen sehr gut haben. Auch das Original muss irgendwann mal dem Verständnis durch eine Übersetzung in der eigenen Sprache wieder näher gebracht werden. Ja? Und wir haben das im Deutschen ja auch schon. Zum Beispiel, dass Grimmelshausen übersetzt worden ist durch Reinhard Kaiser und auf die Art und Weise wieder neue Leser gewonnen hat. Sehr entscheidend für das Übersetzen ist gar nicht so sehr dieses
Treffende des einzelnen Wortes, ja, was in den Rezensionen immer so gerne so rausgerissen wird, aber dieses Wort sei doch und so weiter und so. Das kann ja richtig sein, der Einwand, aber das ist nicht entscheidend. Bei einem gewissen Level der Übersetzung ist das nicht entscheidend, sondern entscheidend für die Qualität einer Übersetzung ist das, was ich inzwischen nennen würde, die Energie, die der Text in sich trägt, die ästhetische Energie. Die Art und Weise des Übersetzens ändert sich durchaus auch über die Zeiten. Und die Stilistik des Übersetzens hat sich in den letzten 50 Jahren doch ziemlich stark geändert, durch Formalismus, durch Strukturalismus vor allem, dass man eben geachtet hat darauf, wie ist das Werk, wie ist der Satz gebaut. Das war, glaube ich, bei Anna Karenina der Hauptunterschied zu den früheren Übersetzungen, dass ich dem gefolgt bin, wie Tolstoi sein Original stilistisch modelliert. Ich habe lange gezweifelt, ob ich das machen soll oder nicht. Ich wollte zwar Tolstoi machen, aber ich hätte lieber nicht mit Anna Karenina angefangen natürlich. Aber ich habe dann für mich mal ein Kapitel übersetzt und habe das verglichen mit früheren Übersetzungen. Und da habe ich gemerkt, ne, dass diese früheren Übersetzungen eben nacherzählen. Und ich gehe da anders ran. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, okay, dann steht es dafür, dann kann ich das machen. Stepan Arkaditsch war ein Mensch, der aufrichtig war zu sich selbst. Er konnte sich nichts vormachen und sich einreden, dass er seine Tat bereute. Er konnte jetzt nicht bereuen, was er vor 6 Jahren einst bereut hatte, als er die erste Untreue an seiner Frau beging. Er konnte nicht bereuen, dass er, ein 34-jähriger, schöner, sich leicht verliebender Mann, nicht mehr verliebt war in seine Frau, die Mutter von 5 lebendigen und 2 gestorbenen Kindern, die nur 1 Jahr jünger war als er. Er bereute lediglich, dass er es vor seiner Frau nicht besser zu verbergen gewusst hatte. Bei dieser Textstelle kommt auf ziemlich engem Raum 5-mal das Verb bereuen. Und dadurch, dass das auf so engem Raum so häufig kommt, drückt es die ganze Stelle schon so leicht in die Ironie. Man denkt sich doch schon was über diesen Stepan Arkaditsch, wenn man das mit diesen Wiederholungen so hört. Das zweite Problem bei dieser Stelle ist das, dass es zeigt, wie wichtig es ist, beim Klassikübersetzen, etwas, was man sonst natürlich überhaupt nicht hat, dass man prüft, von welcher Ausgabe man übersetzt. Es ist erst in der russischen Ausgabe von 1970, die revidiert wurde und die sehr viele Änderungen gegenüber früheren Ausgaben hatte, ist dieser Halbsatz aufgenommen worden. Also es ist jetzt in meiner Ausgabe noch viel satirischer eigentlich, als das in früheren war. Und man kann das erst da erkennen. In den 90er Jahren hatte ich so die Idee, herauszubringen, die Sachen, die Tolstoi vor dem Hintergrund Kaukasus geschrieben hat. Und das hat dann wieder gedauert bis 2018. Die Texte ziehen sich ja über sein ganzes Leben hin. Er hat im Kaukasus zu schreiben angefangen. Ich kehrte über die Felder nach Hause zurück. Es war mitten im Sommer. Die Wiesen waren abgemäht, nun sollte der Roggen geschnitten werden. In dieser Jahreszeit gibt es eine reizvolle Blumenvielfalt. Roten, weißen, rosa Wiesenklee, duftig und buschig, freche Gänseblümchen, das milchweiße, in der Mitte sattgelbe, liebst mich nicht, mit seinem fauligen und muffigen Geruch, das gelbe Barbenkraut mit seinem Honigduft, hochstänglige, lila und weiße, tulpenförmigen Glockenblumen,
sich rankende Wicken, akkurate Skabiosen, gelb, rot, rosa und lila. Genau an dieser Stelle, wenn man das neben die Übersetzung von Bergengrün legt, sieht man, wie viel Farbe reinkommt, wenn man diese Namen der Pflanzen, was eben heute viel leichter geht übers Internet, wenn man die exakt recherchiert. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Zustimmung des Verlags bekam, da auch noch ein paar Illustrationen reinzunehmen. Ein kaukasischer Soldat in Winteruniform, ein Kosak aus dem Konvoi des kaukasischen Statthalters, georgischer Milizionär zum Beispiel, Georgier aus Kachetien, ein mohammedanischer Georgier, der wieder eine ganz andere Art von Kleidung hat. Theodor Heusel, den hat die Exotik des Kaukasus ganz offenbar sehr affiziert. Ich habe dann gesucht in München, ob noch was von dem gibt. Also der hat seinen Nachlass tatsächlich an die hiesige grafische Sammlung gegeben und ist alles im Krieg verbrannt. Und seine Skizzen aus dem Krieg sind in Petersburg erschienen. Darum gibt es noch. Jewgeni Lanzeret, mein zweiter Bildgeber, stammte aus Petersburg. Ich weiß nicht, welchen Gründen ist er in den Kaukasus gereist und hat sich ganz offenbar in den Kaukasus verliebt und hat dort von dem Deutschen Dagestanischen Museum, das es heute noch gibt, den Auftrag bekommen, den Kaukasus ethnografisch darzustellen. Das ist der Sohn von Haji Murat. Das kann man sich sofort vorstellen, ne? Was das für eine Familie war. Armenien möge mir verzeihen, aber ein Flugzeug steht seinem Himmel. Ich habe dieses Buch zufällig in die Finger bekommen und habe gleich gesehen, das ist mein Autor. Natürlich wollte ich das dann auch gerne übersetzen und dann stellte sich raus, das war schon in der DDR übersetzt. Da habe ich mit Aksionow mich getroffen, das war doch in der letzten Zeit, als er noch in Moskau war, vor seiner Emigration. Wir haben uns im Schriftstellerverband getroffen und da sagte er in dem Gespräch, da hinten sitzt Bitow. Ich sagte, oh, den möchte ich kennenlernen. Ja, dann sind wir also da hingegangen und ich habe also geschluckt und gesagt, Andrei Georgowitsch, ich хочу вас переводить. Also ich möchte sie übersetzen. Das war noch Ende der 70er Jahre. Und das erste Buch ist dann 1990 erschienen. Es ist ja in Russland schon als Klischee verbreitet, das Zitat, russischer Schriftsteller muss lange leben. Und auch die Übersetzerin russischer Schriftsteller muss lange leben. Man musste jedenfalls jedes Buch von ihm durchsetzen. Mal ging es leichter, mal ging es schwieriger. Aber die Tatsache, dass schon vorher erschienene Bücher neu übersetzt werden konnten, wie das bei den armenischen Lektionen war und wie das dann eben beim Puschkin-Haus war, das war insgesamt schon ein großes Glück. Leben bei windigem Wetter. Ich bin ja so froh, dass das jetzt nach seinem Tod noch erschienen ist, denn das konnte ich ihm damals, als ich ihn das letzte Mal besucht habe, 2018 im Sommer, da konnte ich ihm schon sagen, der Verlag ist jetzt bereit, das seit Jahren und Jahrzehnten besprochene erste Buch rauszubringen. Da hat er sich unheimlich gefreut. Sergei schob langsam den Wagen und der Sohn hielt sich am Wagen fest und ging zum ersten Mal neben dem Vater die Straße lang. Es war windig, darum erschien der Himmel hoch und die Sonne ungewöhnlich klein und fern. Der Mann und die Frau, bei denen sie Milch holten, wendeten Heu auf einer Wiese und ihre Kinder oder Enkel oder die Kinder und Enkel ihrer Datschengäste schlugen im Heu Purzelbäume. In der Ferne tutete der Vorortzug.
Sergei schritt so langsam, wie er sonst nie ging, denn neben ihm schritt zum ersten Mal sein Sohn, hob die unsicheren Beinchen unbegreiflich hoch. Ich konnte dem überhaupt nicht ausweichen. Und dann hat es sich aber schließlich, obwohl ich dann natürlich von Beethoven diese Hochachtung vor Puschkin übernommen habe, hat es sich ergeben, dass jetzt erst im Zuge der Pandemie hatte ich die Idee, einen eigenen Puschkin herauszugeben, nämlich Puschkin in Quarantäne. Und der kam im Sommer 2022 heraus. Und das ist natürlich jetzt ein Buch, an dem ich auch gerade im Gedenken an Beethoven sehr hänge. Für mich war das von Anfang an eigentlich alles nicht denkbar ohne die Zunft. Es muss so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gewesen sein. Durchgesetzt, es war meine Idee, man müsste Deutsch-Workshops machen. Ich komme aus Baden, in meinem Dialekt gibt es kein Konjunktiv, darum möchte ich den Konjunktiv lernen und das könnte man doch in so einem Seminar machen. Und da gab es zuerst großen Widerstand. Ja, wie? Einfach Deutsch, ohne dass man sich an einem Text entlang handelt. Aber es war dann durchzusetzen. Und da habe ich dann versucht, bei diesem Freundeskreis mehr für Stipendien auf die Beine zu stellen und habe kaum Spender finden können. Dann tatsächlich, 1997, haben wir den Deutschen Übersetzerfonds gegründet, also mit juristischen Personen, die diesen Verein tragen. Und Herbst 1997 und haben kein Pfennig Geld gehabt. Für die erste Ausschreibung kann ich mich noch erinnern. Als uns Geld schon in Aussicht war, habe ich beim Esslinger Gespräch gesammelt, damit wir das Porto zahlen konnten. Ja, also so fing das alles an. Im Mai 1998 haben wir dann vom Innenministerium, was damals noch für die bundesweite Kultur zuständig war, haben wir das erste Geld gekriegt. Grundlage Stipendien, aber dann zweites Bein des Deutschen Übersetzerfonds, dass wir Seminare veranstalten. Für mich war das eine ähnliche Befreiung wie für die Menschen aus der Sowjetunion, als sie nach der Wende dann reisen konnten. So war das für mich, dass ich besser in Russland reisen konnte. Und ich habe das Land wirklich kennengelernt, also bis Sachalin und den Altai und Baikal und. Meine ganze Wahrnehmung von Russland, das gehört alles zusammen natürlich, ist mit dem 24. Februar zusammengebrochen. Es hat mich persönlich so verstört. Ich bin wirklich immer nur gesessen und habe gesagt, so, und wo greifen Sie jetzt an und wie viele Opfer da? Und, ne? Also ich habe ungefähr 6 Wochen überhaupt nichts anderes machen können. Und eigentlich kann ich am Schreibtisch wieder sinnvoll arbeiten erst seit Mai. Also das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Und ich kann auch diese Verbindungen zu Russland nicht weiter aufrechterhalten. Ich kann in der Situation die früheren Freunde nicht fragen, wie geht's euch? Es ist irgendwie alles, stimmt nicht mehr. Und es ist eigentlich jetzt sozusagen nur der Ausweg noch Klassik oder ja, Gastanov eben, weil die russische Literatur wird jetzt wieder sehr stark Exilliteratur sein.